Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, hier, dreh dich mal um hier. Ach, du lieber Gott. Naja, wir versuchen das einfach. Ne? Aber ich glaube, das wird nichts werden. Oder? Naja. Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind heute Morgen schon hier mit ihm richtig gefahren auf der Autobahn. Ich kann nur sagen, das Auto hat mich echt begeistert, weil es gibt nur ganz wenige. Gebaut wurde der, das ist ein 997 im Jahr 2011 und es ist ein Porsche Speedster. Und der Großvater war ja der ganz berühmte Speedster Porsche 356. Der ist gebaut worden ab 1955. Und das ist praktisch sein Nachfolger. Und deswegen sind nur, und das ist jetzt wichtig, nur 356 Fahrzeuge vom Porsche Speedster überhaupt gebaut worden. Das heißt, das Auto ist extrem selten und ich kann verstehen, die haben teilweise sogar mittlerweile höhere Laufleistung. Er hat nur ganz wenig, erster Hand 14.000 gelaufen. Also mit dem Auto kann ich mir vorstellen, mehr und länger zu fahren. Das haben wir eben auch gerade gemacht auf der Autobahn. Also der läuft wirklich klasse. Das Schöne an dem Auto ist wirklich der tolle Pflegezustand. Schaut euch mal diese tollen Felgen an. Das ist alles neuwertig. Der hat überhaupt keine Mängel, der Wagen. Der kommt aus erster Hand. Das ist ein Ehepaar, was eine Sammlung hat, die so langsam so ein bisschen aus Altersgründen abbauen. Und die Autos aus der Sammlung sind alle immer tiptop im Zustand gewesen. Und so zeigt sich hier auch unser Speedster. Hier hinten übrigens schwarzer Schriftzug. Speedster ist ja wirklich legendär gewesen. So ein Wagen, der liegt heute 300 und mehr. Wir sind also mit dem Auto gar nicht mal so teuer. Der ist eigentlich sehr, sehr günstig. Und das ist ein Auto, was Zukunft hat, weil er selten ist. Wie gesagt, es gibt nur 356. Es ist ein echter Speedster. Porsche verleiht ja nur ganz besonderen Autos diesen Namen. Und ihr könnt sehen, dass sich hier hinten, das ist sowas wie ein Double Bubble. Dahinter ist ja dann das Verdeck unten drunter, dass sich das hier fortsetzt. Daran könnt ihr also an dieser Heckpartie sofort einen Speedster erkennen. Anders als beim Cabriolet. Solche Cabrios kosten heute 130, 100, 110, 120.000 Euro. Ein Speedster ist eben anders. Ja, gibt hier auch die Nummerierung. Das hat er vorne hier auf der rechten Seite. Das ist also die Nummer 65, die gebaut wurde von 356. Das steht hier auch 65 von 356. Limited Edition ist also wirklich was Besonderes. Und ihr wisst ja, gerade beim Modell Speedster, die Preise sind ganz, ganz stabil und gehen richtig nach oben. Also ich habe schon von Speedstern gehört, die bis zu 500.000 Euro verkauft wurden. Das sind tolle Autos und den könnte halt eben, ich meine, der alte Speedster aus den 50er Jahren, der hatte mal eben 60 PS. War also relativ langsam, hatte 4 Zylinder. Er hier hat 408 PS, 3,8 Liter Hubraum, 6-Zylinder-Maschine, läuft 305 Stundenkilometer. Mit dem alten Speedster seid ihr vielleicht 160 gefahren mit Rückenwind. Also der geht richtig, da geht richtig was nach vorne. Er sind 4,5 Sekunden auf 100. Jetzt zeige ich mal, wo dieser Spaß herkommt. Der kommt hinten aus dem Kofferraum. Es muss mit, so, da haben wir das. Hier geht der Deckel auf. Kleine Klappe, großer Motor. Schaut mal hier. Exclusive Power Kit. Das ist die Maschine. Es ist wirklich alles neuwertig in dem Auto. Ich weiß gar nicht, was heißt das eigentlich hier? Keine Ahnung. Hat der mehr Power? Also ich hatte irgendwas anderes, was die normalen nicht haben. Exklusiv Power Kit. Das müssen wir mal checken, was das eigentlich ist hier. Sieht jedenfalls wertvoll aus und hat möglicherweise vielleicht nicht jeder. Ja, das ist der Motor. Hinten die großen Endrohre, auch Speedster typisch, das haben die anderen so nicht. Das Auto ist halt im Detail sehr schön gearbeitet, nicht? Hier links und rechts sind die Luftauslässe, schaut mal hier vorne auf der Seite und auf der Seite. Er hat eine super Straßenlage, kann ich euch sagen. Man kann auch klasse überholen mit dem Auto und was mir aufgefallen ist, er hat einen ganz tollen Sound. Ich weiß ja im Moment noch gar nicht, wie der Fahrfilm eben von der Autobahn war, aber das habe ich aber gehört, wenn der schaltet und ich gehe auf Sportmodus, da geht richtig was und der hört sich auch richtig kernig an.
Ja, wir mussten leider gestern wegen des absolut heißen Wetters unseren Dreh unterbrechen. Jetzt sitzen wir hier heute Morgen in etwas anderem Outfit. Wie habe ich gesagt, gestern haben wir schon den Film anmoderiert, da machen wir jetzt einfach weiter. Haben das mal gegoogelt. Unser Auto ist im Moment der günstigste am Markt, der kostet 300, was absolut nicht viel ist, vor allen Dingen deshalb nicht, weil er wirklich hier nur 14.000 Kilometer gelaufen hat. Das ist ja gar nichts für so einen Wagen. Ist neuwertig, der Besitzer, von dem wir den Wagen haben, hat eine schöne Sammlung und er verkauft immer wieder mal ein Auto, hat jetzt leider ein gesundheitliches Problem bekommen, er ist 75 und sagt, ich kann diese ganz schnellen Autos gar nicht mehr fahren. Ja, und deswegen gibt er das Auto jetzt ab. Ja, und jetzt haben wir hier wirklich wieder ein absolutes Sahnestück. Er ist der Erstbesitzer, er hat die sich immer neu gekauft und Autos sind alle also im Jahreswagenzustand. Interessant ist ja diese schöne blaue Farbe und man sieht, dass sich das hier auch von außen hier im Innenraum fortsetzt. Er hat auch hier abgesetzte Ledernähte, schaut mal hier, schön in Blau. Das Auto ist sehr, sehr schick, auch hier vorne in Blau. Da sind ja dann die elektrischen Fensterheber links und rechts für den Wagen. Was einem auffällt, wenn man den fährt, er zieht hier also sehr wenig. Er ist ja relativ hoch hinter uns, er hat ja diesen Double Bubble, wo das verdeckt drunter ist. Und dadurch zieht das Auto überhaupt nicht. Also selbst mit hoher Geschwindigkeit, wenn man da richtig Stoff gibt mit dem Wagen, fährt er sich sehr angenehm. Und man spürt, dass das ein ganz moderner Porsche ist. Und ich meine, ich finde die alten Speedster toll, aber die haben halt immer nur 60 PS. Das ging ja 1955 los. Da war ein Auto, das hat nicht so viel Power gehabt. Und wenn man viel Glück hatte, ist so ein Wagen 160 gelaufen. Es waren halt nur 4-Zylinder Boxermotor. Aber er hier ist ein Sauger mit 6 Zylindern, über 400 PS. Er hat so was Ähnliches wie eine Tiptronic, kann man sagen. Ist so eine Art Automatik, schaut mal hier vorne. Kann man also per Hand schalten, aber ohne Kupplung, nur mit Bremse. Und ist halt ein bisschen moderner. Ich habe aber schon mal drauf getreten mit dem Auto, also der rauscht ganz gut nach vorne. Macht zum Fahren wirklich Spaß. Tja, und jetzt wollen wir mal gucken, heute ist auch bewölkt. Die Sonne war ja so dermaßen heiß die letzten Tage, dass wir dann einmal abbrechen mussten. Wir konnten keine Stunt-Szenen machen. Wenn es dann 38 Grad hat, dann bist du ja innerhalb von einer Minute kaputt. Haben wir heute nicht. Wir haben jetzt 23 Grad, wunderbares Fahrwetter. Sonne blendet auch nicht, ist manchmal wichtig. Unsere Filme sind manchmal gar nicht so einfach, wie ihr vielleicht manchmal denkt. Also ist schon manchmal ganz schön komplex. Aber wie gesagt, wir versuchen ja unser Bestes. Und übrigens, wenn ich hier mal mit dem Outfit rumlaufe, wir sind ja hier in Oberbayern, ist ja kulturell sehr, sehr bodenständig alles. Ist also, dann ist ab und zu trage ich auch mal eine Originallederhose. Das Gute ist, die muss man nie waschen und die steht irgendwie immer. Und mit offenen Beinen zu fahren, dann ist es einfach nicht so warm. Jeans klebt ja doch. Also das nur kurz zur Erklärung. Naja, also Dampf hat er wirklich genug. Der ist in 4,5 Sekunden auf 100. Läuft knapp über 300, also 305 Stundenkilometer. Was doch also ziemlich schnell ist. Ob er das offen schafft, weiß ich nicht. Aber so ist er jedenfalls angegeben. Und 300, kann ich euch aus Erfahrung sagen, ist eine Riesengeschwindigkeit. Ich finde aber ab 250 wird es ein bisschen kritisch, weil man einfach so weit nicht mehr richtig vorausschauen kann, nicht mehr weiß, was ist da hinten wirklich. Und wenn man dann sofort bremsen muss, kann es manchmal eine schwierige Situation geben. Ja, hier kurz mal zur Erklärung hier vorne. Tuner ist Radio, CD hat er, Telefon, Info, Navigationssystem, das haben wir gerade an, Map hier auch. Dann hat er hier vorne Sitzheizung, heizbare Heckscheibe vorne und hinten, Sitzheizung dort auch, Lüftung und hier Sport und Sport Plus, das habe ich schon mal eingeschaltet, das mache ich gleich auch. Das könnt ihr hier erkennen, also Sport, schaut mal hier, das ist die Sporttaste hier vorne, kann man sehen im Lenkrad, toll gemacht. Und dann hier Sport Plus, also da schaltet er richtig hoch bis in den letzten Gang und fährt ganz sportiv, hat glaube ich auch angepasste Stoßdämpfer, soweit ich weiß. Ach, du hast da auch eine Kamera, fliegt die nicht weg? Nee, ne? Die Moderaten. Ja, also das ist ein schickes Auto, was einfach gut ist. Das Auto ist toll um einen herum gebaut, hat ganz, ganz tolle Sitze, man sitzt da toll drin. Kann ich nicht anders sagen. Hier oben übrigens eingestickt, auch Speedster, das haben die anderen ja nicht, in den Kopfstützen. Also man sieht überall, dass es ein Speedster ist und da das Auto nur 356 Mal gebaut wurde, ist der sehr, sehr selten und eine Neuauflage gibt es nicht. Also ich denke, der Wagen wird noch wertvoll werden, das steht definitiv fest für mich. Und uns ist aufgefallen, bei den Autos, die uns schon angeboten wurden, wir haben ja schon welche verkauft davon,
die sind alle gerne mehr gefahren. Also die haben oft Laufleistungen von 30.000 bis 50.000 Kilometern, weil es auch einfach auffällt, der Wagen macht Spaß zu fahren. Das ist ein total agiles, handliches Auto. Ja, ja, also zum normalen Cabrio ist da doch nochmal ein großer Unterschied. Porsche Cabrio hat 325 PS aus der Zeit und er hier hat 408. Also der geht richtig zur Sache, das spürt man auch, wenn man mal auftritt. Und hat einen ganz harmonischen Motor, zieht ganz toll durch, hat auch einen guten Klang, also hat einen wirklich guten Sound der Wagen und macht einen riesen Fahrspaß. Ist ein tolles Auto, also wenn man sagt, ich will ein Freude Cabrio haben mit einer guten Wertbeständigkeit, was fast neuwertiges, hier 14.000 Kilometer, das ist gar nichts für so einen Wagen. Der fährt toll, der fühlt sich ja noch neu an, der riecht auch noch neu. Ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Investment, toller Einstieg. Und ihr könnt sicher sein, so ein Auto bleibt wertstabil. Ganz bestimmt. Also so hart ist er nicht gefedert. Wir haben ja kürzlich einen Turbo gefahren, 993. Das knallt richtig beim Turbo. Der hier ist verhältnismäßig kommod zu fahren. Man kriegt ja auch keine Rückenprobleme oder hat ja super geformte Sitze. Also bin ich überrascht und ich bin überrascht, wie modern sich so ein Wagen fährt. Ach, harte Dämpfer, ah ja, kann man hier unten sogar einstellen. Ja, das hat mit Sport zu tun. Wenn ich Sport ausdrücke, jetzt ist er normal. Und wenn ich jetzt Sport einmache, dann gehen die Dämpfer automatisch mit an und sind hart eingestellt. Es gibt auch noch Sport Plus. Ja, da ist er ganz giftig, ne? Oh, da ist er ganz giftig. Also wenn ich das Auto ganz giftig fahren will, dann muss ich Sport Plus drücken und dann fetzt der aber richtig los hier. Oh, da kommt sofort Superpower und er geht auch sofort auf 7.500 Touren hoch. Das ist ja wirklich interessant. Die beiden Tasten sind klasse hier unten. Ganz modern hier vorne, er hat hier ein Navigationssystem. Also er hat schon alles das, was ein modernes Auto auch hat. Er hat auch Airbags, könnt ihr hier vorne sehen, links und rechts. Hat eine hochwertige Bose Musikanlage, hier steht Bose, der Schriftzug. Da hat er die schöne Porsche Uhr hier vorne in der Mitte. Auto hat eine Menge Extras. Also wenn ich mir überlege, was der Speedster von 1956 für Extras hatte, der hatte ja gar nichts. Der hatte ja die erste Zeit nicht mal Kurbeln, sondern Steckscheiben. Wenn man Glück hatte, Radio laut und leise. Aber die meisten hatten nicht mal Radio. Die hatten wirklich gar nichts. Die hatten den Griff unten, um den Sitz vorne und zurück zu machen. Gas, Kupplung, Schaltung, Ende. Das war's. Das war die Luxusausstattung vom Porsche 356 aus der Zeit vom Speedster. Man muss aber eins sehen, solche Autos sind heute ziemlich teuer. Also wenn es ein Pre-A ist, die kosten heute zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Speedster ist einfach ein Begriff bei Porsche, auch bei Sammlern. Speedster ist immer was Besonderes. Und da dieser hier wirklich verhältnismäßig selten gebaut wird, die Sonderserien heute bei Porsche, gibt es immer gleich Tausende von Autos. Da fragt man sich manchmal, was eigentlich Sonderserie bedeutet. Also der hier mit 356 Exemplaren, das ist wirklich eine Sonderserie. Und mal ganz davon abgesehen, gab es auch in Silber, ich glaube in Rot gab es den, aber hier in Blau finde ich total schick. Finde ich eine super schöne Farbe für das Auto. Das ist übrigens ganz interessant, was Porsche hier gemacht hat. Der hatte eine riesige Verdeckklappe hinten, diesen Double Bubble. Und das hat Porsche extra ins Handschuhfach gelegt. Wie man das also ganz genau öffnet, finde ich sehr gut. Ist nicht irgendwo fummelig in der Betriebsanleitung zu suchen. Das haben wir hier direkt dabei. Also eine sehr schöne handliche Betriebsanleitung, finde ich wirklich gut gemacht von Porsche. Auch aus Hartplastik, geht nicht kaputt. Also das Interessante an so einem Porsche Speedster ist die Mischung aus allem. Richtig viel Power, ein wunderschönes Auto und Design, was ganz selten ist, hat ja bloß der Speedster so bekommen. Fahren tut er toll, dann noch der neuwertige Zustand. Also das Auto verkörpert hier ganz viel in einem und dann kommt dazu
Kein Massenprodukt, gibt nur 356. Serie wird nicht mehr aufgelegt. Vielleicht heute in neuen Autos wieder, aber diesen auf jeden Fall nicht. Der 997 Speedster, der ist einmalig und der ist sehr wenig gebaut worden. Ich denke, das ist eine sehr gute Empfehlung. Man kann alles machen mit dem Auto. Man hat ein super Investment, definitiv. Und dass die Geschichte mit den Motoren zu Ende ist und nicht mehr kommt, das glaube ich noch lange nicht. Das ist alles Blabla. Das führt wahrscheinlich am Ende dazu, dass sie alle ihre Motoren behalten und weiterfahren. Aber das warten wir mal ab, das werden wir doch noch sehen. Aber ich mache mir mal erstmal keine Gedanken. Die Begeisterung in unserem Geschäft ist nach wie vor da. Wir können sehr gut Autos verkaufen. Leute freuen sich dran. Ja, da sind wir wieder in Beuerberg. War heute Morgen mal eine schöne Spritztour quer über die Autobahn. Hat gezeigt, was so ein 997 Speedster auch wirklich kann. Tolles Auto, kann ich euch echt empfehlen. Macht einen Riesenspaß. Ja, und dann sage ich mal ciao, euer Stefan Luftschitz. Bis in Kürze beim nächsten Film. Ciao.